Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und heute geht es um den neuesten Changelog zu SF Game bzw. die neuesten Updates, die jetzt morgen bzw. heute schon teilweise weltweit rausgerollt worden sind. Ein Update befindet sich schon direkt im Screen, da ist jetzt meine Kamera davor und zwar gibt es ein kleines Icon hier links unten in der Ecke, wo jetzt meine Kamera davor ist, da kommt man jetzt direkt zum Webshop. Ja, das sind aber nur so Kleinigkeiten. Es gibt noch viele weitere coole Sachen, die man auf den zweiten und dritten Blick dann auch noch entdecken kann. Aber bevor wir in das Update bzw. in die News reingehen, wollte ich noch mal ganz kurz Werbung machen für mein Instagram, denn dort haben wir seit gestern eine kleine Fragerunde am Laufen. Das heißt, falls ihr irgendwelche Fragen an mich haben solltet in Bezug auf mich oder an Shakes and Fidget oder so, dann könnt ihr mir das sehr gerne hier in die Story reinpacken. Hier ist so eine kleine Fragerunde. Da könnt ihr sehr gerne was reinschreiben, wenn euch das gefällt und oder wenn euch was interessiert, besser gesagt. Das Ganze ist aber nur für 24 Stunden verfügbar, so wie das bei den Stories halt ist, deswegen müsst ihr auf jeden Fall schnell sein. Also falls ihr Interesse haben solltet, für die Leute, die es interessiert, der Link zu meinem Instagram unten in der Videobeschreibung. Dankeschön an der Stelle und jetzt kommen wir auch schon direkt zum Changelog. Und da gibt es einiges, was hier neu jetzt ist mit dem neuesten Update. Da gucken wir mal rein. Hier ist der Changelog, Version 17 für unser Update, das morgen weltweit ausgerollt wird. Neue Features allgemein, der legendäre Dungeon, diabolische Betriebsfeier, das ist dann halt schon für den nächsten kommenden legendären Dungeon gemeint, also der ist jetzt noch nicht draußen oder so. Neue Waffen samt neue Effekte sowie Sounds, neue Items, neue Gegner und neue Trailer. Ja, also neue Waffen, interessant, gab es jetzt schon länger nicht mehr, aber das heißt auf jeden Fall so viel, dass immer wenn ein neues Legendary dazukommt, sind die Chancen immer etwas höher, direkt die neuen zu bekommen als die alten. Und deswegen ist es im nächsten Leggy Dungeon wahrscheinlich empfehlenswert, falls man eine Waffe braucht. Eine Waffe ist auch relativ günstig, sag ich mal, im Verhältnis zu dem, was man sonst ausgeben muss, zu bekommen. Elevator-Ebene Limbo, Gegner, Bosse, Grafiken und Texte, also das wird dann der nächste Elevator sein. Dann, auch sehr interessant, Twitch-Drops, ja. Shakes and Fidget Account kann jetzt mit einem Twitch-Account verbunden werden. Ja, das ist natürlich ganz cool. Für die Leute, die auf Twitch streamen, ist das natürlich ein Mehrwert. Sowohl für die Streamer als auch für die Zuschauer dort. Finde ich sehr gut, dass Twitch so eine Funktion hat. Das unterstützt nicht nur die Streamer, sondern auch halt das Game, was eben dort auch präsentiert wird. Leider gibt es so eine Funktion nicht auf YouTube. Ist sehr schade, deswegen kann ich euch solche Twitch-Drops leider auch nicht anbieten. Das ist das Einzige, wo es mir jetzt dran halt mangelt, wo ich jetzt mit meinen Content-Creatern jetzt leider nicht mithalten kann. Aber dafür könnt ihr sehr gerne dort natürlich vorbeischauen. Ist natürlich, jeder bietet natürlich dasselbe an. Ne? Ein neuer Rahmen, ein neues Achievement sowie verschiedene Ressourcenpakete können durch das Schauen des offiziellen Shakes and Fidget Twitch-Streams in der Form von Drops erhalten und für Charaktere eingelöst werden. Okay, das Schauen des offiziellen Shakes and Fidget Streams hört sich aber für mich so danach an, als ob die jetzt nur den offiziellen Shakes and Fidget Stream meinen. Also so wie ich Twitch Drops kenne, ist es eigentlich nicht streamabhängig, sondern spielabhängig. Das heißt, sobald irgendein Streamer Shakes and Fidgets spielt, kann er dort in den Einstellungen die Drops aktivieren und dann ist das für alle Leute erhältlich. Das hier hört sich jetzt für mich eher so danach an, als ob das nur den offiziellen Shakes and Fidget Twitch-Stream vorenthalten ist. Das heißt nur der offizielle SF-Stream. Das wäre natürlich ein bisschen komisch, sag ich mal. Es wäre auch, die würden sich damit auch ins eigene Bein schneiden, finde ich. Auf der einen Seite, gut, würde es natürlich nur diesen Livestream mehr pushen, weil dort dann sich alle dorthin versammeln. Aber auf der anderen Seite ist es eigentlich kontraproduktiv, weil wenn man jetzt die Twitch-Drops so normal, wie man sie kennt, dass jeder Streamer die bekommen kann, sobald er sie aktiviert, wenn man halt eben SF streamt, würde es natürlich viel mehr neue Leute motivieren,
auf Twitch anzufangen mit Shakes and Fidget Streams. Ne? Es würde viel mehr SF-Streamer auf Twitch geben, weil natürlich umso cooler die Ressourcenpakete sind oder die zum Beispiel neuen Rahmen, was ja auch übelst krass ist, da gehen wir gleich drauf ein, die man bekommen kann, in jedem Stream quasi geben kann, dann würden ja die Twitch-Streamer, die SF-Twitch-Streamer aus dem Boden sprießen sozusagen, weil dort natürlich es halt auch sich dann in dem Falle lohnt, sag ich mal, SF-Streams zu gucken. So, und deswegen wäre eigentlich ein Mehrwert, sag ich mal. Wie gesagt, es kann auch so sein, dass es vielleicht so ist. So wie es jetzt hier geschrieben worden ist, Schauen des offiziellen SF-Twitch-Streams hört sich für mich so an, als ob das nur dem offiziellen SF-Twitch-Stream exklusiv vorenthalten ist. Würde ich nicht so feiern, muss ich sagen. Ich selbst bin ja nicht auf Twitch, deswegen, aber wenn ich auf Twitch jetzt streamen würde, und das würde jetzt nur den offiziellen SF-Twitch-Stream belangen, würde ich irgendwie, glaube ich, doof finden. So, weil jeder, der SF streamt, sollte die Möglichkeit haben, Drops aktivieren zu können, weil es in jedem anderen Game auch so ist. Sea of Thieves weiß ich zum Beispiel. Jeder kann dort die Drops enablen oder was gibt es da noch? Bei jedem neuesten Game, hier bei dem Harry Potter Game gab es das. Es gibt fast bei jedem Spiel gibt es eigentlich Twitch-Drops. So, ne? Und das ist halt jedem vorenthalten, der halt eben das auch streamt. Naja, aber warten wir ab, was dabei rauskommt. Ansonsten sehr interessant, halt die neuen Rahmen. Twitch-Drops werden regelmäßig zurückgesetzt und dann erneut für Charaktere erhalten werden zu können. Sichtbarkeit der Rahmen für das Charakterprofil können nun in den Gameplay-Einstellungen angepasst werden. Da gucken wir jetzt mal gleich rein, das zeige ich euch mal. Und zwar gibt es jetzt hier die Funktion nämlich, dass man Rahmen für deinen Charakter sich aussuchen kann und anpassen kann. Das heißt, jetzt ist da zwar noch nichts enthalten, aber es kommt das, was sich auch die Community schon lange gewünscht hat. Mehr Vielfalt, mehr Individualität, mehr Customized für den eigenen Charakter, dass nicht alles gleich aussieht, sondern schon irgendwo Unterschiede da sind. Und, Klasse noch nicht verfügbar, perfekt. Und das ist natürlich sehr cool, das ist das, was die Community möchte. Darauf hören sie und ich bin gespannt, was es dort für Rahmen geben wird. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf, feiere ich sehr und ist auf jeden Fall auch wieder ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Ja. Die Weltenfusion. Erste Vorbereitungen für die Weltenfusion wurden implementiert. Da wollte ich eigentlich das Video heute zu machen, denn seit gestern um 17 Uhr nach leichten Verzögerungsschwierigkeiten wurden jetzt tatsächlich die ersten Welten fusioniert. Also die ich euch den Tag davor genannt hatte, die werden jetzt auf dem Beta-Server gerade in dem Moment alle zusammengetragen oder sind schon zusammengetragen und es wird getestet, ob das alles so reibungslos funktioniert. Da werde ich die Tage nochmal versuchen reinzuschauen, falls ich da reinkomme, weil, so wie ich das gehört habe, ist es wohl nicht ganz so einfach irgendwie. Ich weiß nicht, ob man da vorher einen Account braucht oder so, aber ich werde mal gucken, ob ich da irgendwie trotzdem auf den Beta-Server Zugriff habe, um mal zu gucken, wie das Ganze jetzt da aussieht und mal ein bisschen Informationen zu sammeln, wie das Ganze bisher abgelaufen ist. Community-Button wird ab Stufe 20 angezeigt und loggt den Charakter im Community-Portal ein. Wird ab Stufe 20 loggt den Charakter im Community-Portal. Ich denke mal, das wird dann wieder auch das Web-Ding sein, oder? Mobile-App, Porträt, Community-Button ist unten in der Stadtansicht vorhanden. WebGL, Web-Shop-Button ist beim Pilzdealer klickbar. WebGL, Steam. Okay, gut. Ich denke mal, das ist das Ding, was hier unten ist. Ansonsten mal gucken. Kommen wir hier. Ja, hier ist jetzt auch ein neues Fenster mit dem Webshop. Also kommt man auch direkt hier zum Webshop hin. Also das geht auf jeden Fall auch. Gut, ansonsten gucken wir mal weiter, was es sonst noch so gibt. Es gibt auch etwaige Verbesserungen, es gibt sehr, sehr viele behobene Fehler, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Balancing des bevorstehenden Sommersammelsuriums wurde optimiert, also das wird jetzt höchstwahrscheinlich das nächste Event sein, was uns erwarten wird. Es erwarten uns leichtere Aufgaben und höhere Goldbelohnungen, beides natürlich sehr gut für die Spieler. Die Aufgaben im Sommersammelsurium waren teilweise auch wirklich sehr, sehr... Ja, es war Quatsch, so, ne, Quatsch mit Soße, also irgendwie 10 Blätter 10 im Shop oder irgendwie sowas, das ist halt einfach, ja, bezahle 10 Pilze so und bekomme das. Also das
hat nicht viel Sinn gemacht auch teilweise. Ich hoffe mal, die sind jetzt besser. Hatten wir ja angesprochen im letzten Video, wo ich bei Chris gewesen bin, wo noch der Edge mit dabei war. Ja, genau, Klassen-Icons. Berserker-Icon wurde nach dem Ergebnis der Community-Abstimmung angepasst und das Kampfmagier-Icon wurde verkleinert. Wir können mal gucken, ob sich das schon bemerkbar gemacht hat, ob das hier schon draußen ist irgendwie. Ja, weiß ich nicht, gefühlt ist, glaube ich, ein bisschen kleiner, ne? Kann ich jetzt aber schlecht beurteilen irgendwie, weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob das ja, genauso ist wie... Also ob es jetzt schon draußen ist oder nicht. Aber ich gehe mal von aus, es wird schon draußen sein. Genau, Charakter-ID. Bei Berserker-Icon weiß ich jetzt gar nicht, welches Icon da dran gekommen ist. Ich weiß nicht, haben wir hier einen Berserker hier auf dem Server? Ansonsten wird das ja erst in nächster Zeit aufgespielt werden, beziehungsweise morgen. Nee, okay, man sieht hier schon, das Icon hat gewonnen. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ja, krass. Aber das ist auf jeden Fall das, was jetzt gewonnen hat. So, ansonsten machen wir auch direkt weiter. Es ist eine Menge heute. Charakter-ID kann jetzt in den Charaktereinstellungen über den Auge-Button verborgen werden. Anpassung des SF-Accounts, ja, also das ist auch ganz cool auf jeden Fall. Klare Trennung zwischen den Benennungen Charakter und SF-Account. War teilweise auch sehr verwirrend, muss ich sagen. Deswegen gut, dass jetzt hier auch was passiert. Login-Button befindet sich jetzt innerhalb des Tabs SF-Account in der Charakterwahl. SF-Account kann nun auch auf dem Beta-Server verbunden werden. Okay, also einige Anpassungen an den SF-Account. Auto-Login-Verhalten angepasst. WebGL-Spieler bleiben eingeloggt, wenn der Auto-Login-Haken in der Charaktereinstellung gesetzt ist und Login-Daten werden beim Neuladen oder Schließen der Webseite nicht gelöscht. Steam, ja, ist identisch. Sichtbarkeit der Serverstarts wurde verbessert. Hat ja auch einige ziemlich abgefuckt, sag ich mal, dass der Serverstart-Bildschirm immer direkt im Main-Bild war und man musste es erst wegklicken so. Counter und sowie Weiterleitung für die Charaktererstellung sind ab sofort oberhalb der Charakterwahl über einen Button zugänglich. Buttons, die zur SF-Community-Webseite sowie zum Webshop führen, befinden sich jetzt auch auf der Landingpage. Und es gibt ein paar AGB-Anpassungen. Ich gehe mal von aus, das wird in Bezug auf die Server-Merges so vielleicht sein. Vielleicht aber auch nicht. Also ich denke mal, dass man halt eben, wenn man verschiedene Accounts hat und die werden auf einen Server zusammengewürfelt, dass man halt sowas wie Multi-Accounting, dass das irgendwie angepasst wird in den AGBs oder so. Aber vielleicht hat da jemand von euch mehr Ahnung, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Genau, und behobene Fehler sind einige. Dämonenjäger-Anzeige über die Maximalschadensreduktion durch Rüstung zeigt fälschlicherweise 25, obwohl es 50% sind. Pet-Fundbedingungen wurden korrigiert und laufen ab nächsten Jahr zeitgleich mit dem jeweiligen Legendary Dungeons. Ich glaube, da gab es auch ein paar Überschneidungen, ne? Dungeon-Schlüsselfundbedingungen werden jetzt richtig angezeigt, wenn diese bereits erfüllt sind. Festung, Ressourcengewinn für Holzfällerhütte, ja, Grüße gehen raus an W50 und Steinbruchverbesserungen werden jetzt immer korrekt angezeigt. Ja, hier sind ein paar kleine Verbesserungen zur Post, könnt ihr euch auch sehr gerne durchlesen, wenn ihr das wollt. Gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein. Ehrenhalle, in der Pet-Ehrenhalle wird jetzt die richtige Anzahl an Pets pro Charakter angezeigt. Charaktere und Gilden mit unterstrichenem Namen werden in der Ehrenhalle wieder an den jeweiligen Rangstelle korrigiert. Ja. SF-Account. Eine erzwungene Abmeldung eines SF-Accounts führt nicht mehr zu einer Verdopplung von Chatnachrichten in der Gilde. Das war teilweise auch sehr nervig. Teilweise irgendwie 2-, 3-fach immer dasselbe geschrieben. Das war echt nicht so cool. Genau, ja, ansonsten so Kleinigkeiten wurden hier auf jeden Fall verbessert. Lucky Coins werden wieder direkt nach dem Schauen der Flimmerkiste gut geschrieben. Ja, fehlerhafte Darstellung von Itembeschränkungen im Charakterprofil wurden behoben. NPCs in der Taverne verändern jetzt wieder ihre Mimik, wenn mit ihnen mehrfach hintereinander interagiert wird. Ja, halt so Kleinigkeiten, ne? Und hier könnt ihr euch auch sehr gerne durchlesen, wenn ihr das dann wollt. Genau, viele Kleinigkeiten, aber auch ein paar sehr coole
Neuigkeiten, wie zum Beispiel halt eben der Rahmen für den Charakter oder für das Profil wurde angekündigt. Das sind sehr coole Sachen, man hat schon lange drauf gewartet. Ich bin gespannt, wie es umgesetzt wird. Und ja, falls ihr nichts weiter verpassen wollt, was die nächsten News angeht oder Informationen zu den Server-Merges, wie das läuft, dann lasst auf jeden Fall sehr gerne ein kostenloses Abo hier auf dem Kanal da. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer sehr gerne über einen Kommentar bzw. eine Bewertung auf das Video freuen. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet damit ein bisschen was anfangen. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.